Meinst du, Envy ist nach Levelerweiterung immer noch ein Way to go oder leveln wir dann in Wilds? Tja, ich denke mal, die werden sich wahrscheinlich was einfallen lassen. Also ich denke mal, ab 166 geht wahrscheinlich der nächste Schwierigkeitsgrad los. So dass du auf jeden Fall den nächsten Schwierigkeitsgrad machen musst. Ob man den dann packt, ist halt die Sache. Und ich glaube, die wollen es bestimmt so machen, dass man das nicht packt. Ich denke schon, dass die das im Auge haben. Es sowieso zu gestalten, dass du das nicht mehr machen kannst mit Envy oder Wilds farmen und leveln. Also, dass der nächste Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich auf jeden Fall sehr anspruchsvoll ist und schwierig ist. Tja, aber am Ende wird man halt sehen, wie sie das gestalten. Wäre geil, wenn man es nicht packt, TBH. Ich hoffe auch, dass es nicht weiter Meta sein wird, weil ich bin davon echt müde. Ich habe eigentlich schon keinen Bock, den nächsten FWC irgendwie wieder dann in Envy reingehen zu müssen, selbst wenn es nur bis 165 ist oder so. Sollen die da einfach einen Zwischenboss reinbauen und dann ist das doch schon mal gut. Dann kannst du es nicht mehr so gut machen. Beziehungsweise brauchst du viel stärkeres, krankeres Equipment oder so, damit das vielleicht dann doch noch funktioniert. Packe ich auch nicht nochmal 200 Stunden geführt. Es wird schwerer mit neuer Stufe. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass sie auch für die neue Stufe, die seien bei Envy Depths einfach irgendwie 100 Monster und dann kommt ein Zwischenboss und da hört es ja dann schon auf. Oft mit den Curses und sowas kriegst du es dann nicht mehr hin. Ja, außer du hast vielleicht total krankes Equipment oder sowas. Vielleicht schaffst du es dennoch. Aber nein. Nee, warte doch mal. Aber mit neuen Gear auch wieder machbar. Vielleicht, ja, vielleicht. Aber an das neue Gear... Also, wie gesagt, an das neue Gear, glaube ich, da musst du halt auch erstmal rankommen. So, und das wirst du halt nicht mit 170 oder 166 da rankommen, dass du wahrscheinlich den neuen Behemoth farmen kannst oder sowas. Glaube nicht. So, wie gesagt, wie der Trend bis jetzt war, wenn man sich immer Endgame-Content zu Endgame-Content angeguckt hat, wurde es immer schwieriger, krasser, da überhaupt ranzukommen. Also selbst wenn du so stark warst und es farmen konntest, hast du es ja nicht direkt bekommen. So, guck dir jetzt Luzaka Crystal und sowas immer noch an, wie schwer das ist und wie viel Value das ist. Also bei bestimmten Klassen, jetzt bei den beliebtesten Klassen und sowas alles. Und man kann davon ausgehen, dass die nächsten Waffen noch mal schwieriger werden, ranzukommen als Luzaka Crystal. Und das wäre dann schon auf jeden Fall krass. Und da wird, ja, es wird welche haben, jo, die sagen halt, ja, was soll die BA-Axt kosten? 5k? Ist ja ein Schnapper. Payt sich das und levelt dann in Envy. Ja, wird es bestimmt geben. Aber ich glaube, für so die meisten, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Neues Gear safe verkaufen, das wird unbezahlbar. Ein neues Gear oder ein neues Auto, ja, verkaufen. Safe. Ja, bei mir ist halt immer Content-wise, also so ein neuer Jojo wäre schon cool. Content-wise. Wie gesagt, wenn man von Bloody-Preise guckt, oder wenn man von LG, was Endgame war, wie viel das gekostet hat und wie available das war. Ja, waren halt die Giants so, ne? Aber hat halt auch schon ein bisschen was gekostet, so. Dann zu Bloody, einen Dungeon, den konntest du nur noch einmal am Tag machen. Aber du konntest wenigstens noch craften dazu, zu einer halbwegs möglichen Rate. Aber war auch schon wesentlich teurer geworden, Bloody im Vergleich zu LG. Und dann kam Hernes und Luzaka Crystal. Eigentlich relativ viele Waffen, also 3 verschiedene Waffentypen. Luzaka Crystal und Hernes. Aber der Zugang dazu so krass schlimm schwer, was die geil finden, was die bis heute, selbst mit Kriton, nicht unbedingt gefixt haben und Brillant Amethysten. Digga, warum kriege ich denn so viel Schaden und heil mich nicht? Hallo? Ne? Und die finden das halt geil. Und dann kann man sicher sein, das nächste wird nochmal schlimmer. Also dann Behemoth, auf jeden Fall wissen wir, es gibt die Devil-Waffen, Behemoth Devil und Behemoth Normal. Vielleicht das eine Tank, das andere Damage, das eine PvP, das andere Damage. Keine Ahnung, wird man sehen. Oder irgendwie sowas wie Hernes, komplett eigene Effekte auch, also sicherlich auch. Aber auch der Zugang zu den Waffen. Jetzt ist es ja nicht so, dass du jetzt ist es wie bei Luzaka Crystal und Luzaka ist es ja so, du hast Wilds, du hast ein Dungeon für alles. Für Sets, für Waffentyp 1, für Waffentyp 2. Und dann die Overworld noch für Korall. So, der nächste Boss wird aber sein, wahrscheinlich Devil, für die Devil-Waffen, ein Dungeon komplett, den du rennen musst, nur für einen Waffentyp. Und dann hast du noch einen zweiten Waffentyp, was vielleicht auch Meta ist, wo du halt entscheiden musst, den oder den Dungeon rennen. Was ganz geil ist, eventuell
wenn du halt relativ schnell bist. Also dann hast du nicht mehr das Problem wie bei Wilds, okay, wie bei Wilds. 30 Minuten Run, ja gut, was machst du jetzt? Ausloggen, Prem-Safen, andere Dungeon-Rennen, die nicht lohnen oder so. Ist denn da vielleicht nicht mehr, hoffentlich, weil du dann sagst, okay, Behemoth Typ 1, Behemoth Typ 2 kannst du irgendwie laufen. Keine Ahnung. So denke ich mir das jedenfalls, dass du einen Dungeon hast mit 2 verschiedenen Arten oder so. Und dann wird man halt gucken, was gibt's noch, was ist mit neuen Sets. Man sagt ja, Rumors sagen, PvP-Set kommt neues, wird's farmable werden, wird's wieder mit Red Chips irgendwas irgendwie reinkommen oder sowas. Oder vielleicht auch komplett ganz anders, noch ein Side-Content, was wir bis jetzt noch gar nicht wissen. Schmuck, gibt es vielleicht neuen Schmuck? Was ist mit den Runen? Speed-Rune, HP-Rune, Crit-Chance-Rune, Critical Damage-Rune? Gibt es eine Juwelenbox Typ 2 Box dann oder sowas? Oder wird die Juwelenbox, die wir jetzt haben, einfach erweitert und so kommt diese Runen rein oder ist komplett anders wieder und so? Das sind halt alles Aspekte, so, ne? Wir wissen ja, dass es die Runen existieren in der API schon und die werden bestimmt reinkommen. Was ist mit vielleicht neue Karten, S-Karten, 10% Karten, kommen die noch mit rein und so. Also ich glaube, vielleicht wird viel teurer werden, was Endgame betrifft, mit dem nächsten Update auch. Also auf jeden Fall besteht die Chance mit vielerlei Sachen, dass es einfach viel teurer wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die 10% Convert reinbringen oder sowas, dass du halt 10, 7% Karten reinballerst, um eine 10% rauszubekommen, dass vielleicht S-Karten im neuen Schwierigkeitsgrad droppable werden oder sowas. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall, um maximales Endgame zu erreichen, wird viel schwerer. Dann ist vielleicht noch irgendwas mit Erweckungen, vielleicht könnten sogar noch Set-Erweckungen irgendwie reinkommen oder sowas auf irgendeine Art und Weise. Ich hoffe, dass man One-on-One-Sets Open World droppen kann. Also ich denke auch, dass es ein Fehler war, die PvE-Sets in der Open World reinzumachen, weil die PvE-Sets sind eigentlich schon recht strong und geil und necessary und du bekommst halt relativ einfach. Ist gut für uns Player, aber dafür, dass die so kranke Endgame-Sets sind, finde ich, in manchen Aspekten sogar besser als Wild-Set, also für mich als Jester auf jeden Fall. Ich meine, ich begrüße es total so. Es ist einfach ein Set, was so an sich aus wertlos ist, aber es hätte auch ein Set sein können, was man irgendwie irgendwo erfahren hätte können, meiner Meinung nach. Aber gut. Ich weiß halt nicht, ob das dann mit dem nächsten Update... Ich glaube auch nicht, dass sie PvE-Sets noch weiter reinbringen, weil PvE ist so ein kranker Stat. Würden die da jetzt irgendwas mit 30% reinbringen? Also das wäre schon irgendwie heftig. Mal gucken. Bei Sets weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder One-on-One-Sets reinbringen. Und vielleicht PvP-Sets. Also ich glaube, PvE-Sets ist my guess, da kommt nichts Neues. So, PvE-Sets bleiben PvE-Sets. Für AOE vielleicht bleibt es einfach das Nonplusultra und da kommt sogar gar nichts, was besser wird. Ich denke für One-on-One bestimmt und für PvP auch. Aber bei PvP weiß ich noch nicht, ob farmable in irgendeinem Dungeon oder... Wir wissen doch, glaube ich, sogar auch, dass es 2 verschiedene Sets geben wird, ne? Wir wissen ja schon, es gibt 2 neue Sets und 2 neue Waffentypen von dem, was in dem Skill-Preview die Leute anhaben. Weil wenn wir da uns Ringmaster angucken, hat der 2 verschiedene Sets und 2 verschiedene Waffen an bei diesen 2 Skills, die geshowcased wurden. Einmal diesen Heal-Dings und einmal da. Das ist einmal Devil, Behemoth-Stick und ein normaler Behemoth-Stick. Und dann noch irgendwie so ein dunkles Set und ein helles Set, die eigentlich fast gleich aussehen. Ich glaube nicht, dass das Fashion-Sets sind, sondern das sind halt richtige Sets. Also wissen wir ja eigentlich schon, dass es 2 verschiedene Sets und 2 verschiedene Waffentypen geben wird. Ob die jetzt denn jeweils bei Behemoth sind, könnte man drauf schließen. Also, dass du einen Behemoth hast für die Devil-Waffen und dunklen Sets und einen Behemoth hast für die normalen Behemoth-Waffen und die normalen Sets oder hellen Sets. Was das jetzt aber nun bedeutet, Set-Effekt technisch, Waffeneffekt technisch und sowas, keine Ahnung. Also, ich weiß halt nicht, PvE-Set ist halt, also wenn sie da immer weitermachen, ist das halt schon ein bisschen krass. Weil ich finde schon selbst diese 20% PvE Damage Reduction und Damage Plus ist halt schon so ein kranker Stat, wenn sie den noch weiter pushen mit immer mehr und mehr und mehr. Das outperformt halt alles andere. So, da brauchst du halt wirklich irgendwann die One-on-One-Sets nicht mehr. Keine Lust gerade auf Werbung bei Twitch LMAO. Merkst, dass du das kommt. Das habt ihr einfach rein, Mann. Habt ihr gesehen, was kommt bei Star Trading ETC? Nee, hab ich nicht.
Soll Two-Star-Trading kommen, ja? Okay, krass. Ich frag mich aber, wer so viele Two-Star-Cards hat, um die zu traden. Brauchst ja mindestens 3 Stück, damit du eins traden kannst. Der PvE-Set ist so heftig. Ja, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die weiter gepusht werden. Persönlich. Weil das PvE-Prozent ist halt im PvE-Bereich der allerstärkste Stat. Das heißt, wenn du den durch höhere Werte, weil sonst brauchst du ja kein neues Set einfügen, wenn die nicht höhere Werte haben, das outperformt halt irgendwann alles. Dann macht es halt keinen Sinn, ein One-on-One-Set, außer du machst halt irgendwie die One-on-One-Sets oder so, wenn wir jetzt bei One-on-One Critical Damage-Klassen, dass du da irgendwie 150% Critical Damage reinhaust. Aber ansonsten ist PvE-Schaden halt einfach der krasseste Stat überhaupt.